Das Wasser ist so schön klar. Ich habe einen Sonnenbrand. Ich möchte schauen, wie das befestigt ist. Hier steht an jeder Ecke ein Defender. So cool. Wir sind jetzt in ein kleines Café gestolpert und sie hat noch Schiffe versenken. Und ja. A6. A6. Ich habe noch eine Chance. Und jetzt muss ich es richtig haben. Wo ist der Zweier? Ich habe keine weißen mehr, deswegen ist es nicht abgesteckt, aber ja, es gibt nicht mehr so viel. Du kannst. F6. Versenkt! Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Diese ganz feinen Verzierungen sind schon wirklich, wirklich beeindruckend. Wir haben jetzt noch ein bisschen durch Geschäfte geschmückert. Jetzt haben wir noch 7 Minuten, dann läuft unser Parkschein ab und dann werden wir uns schon auf die Suche nach einem Schlafplatz machen, weil ja, es wird schon langsam dunkel. Ja, richtig, ja. Schöne Grüße. Danke! Ja, also dieses Städtchen oder diese Insel da, Ortigia, war wirklich, wirklich schön. Gleich angrenzend an Syrakusa, die Stadt. Und also wirklich Empfehlung, es ist echt schön. Ich weiß nicht, wie es in der Hochsaison ist, wenn sich die Massen durch diese engen Gassen schieben. Ich glaube nicht, dass es schlimmer sein würde als in Venedig. Aber ja, auf jeden Fall große Empfehlung. Er hat uns wirklich positiv überrascht. Ja. Schlafplatz suchen? Ja, Schlafplatz suchen. Wir haben eine Abzweigung gefunden, die ganz gut ausschaut. Und dafür müssen wir gerade umdrehen. Da links, glaube ich, ja. Das ist recht eng. Ja, probieren wir. Erste, glaube ich. Erste. Da gibt es Zitronen. Oh, die riechen gut. So, jetzt geht es einmal unter der Autobahn durch. Die Bahnschienen haben wir jetzt gerade schon überquert. Vorne schräg rechts. Boah, ein ganz schöner Ausblick. Ja. Und es geht noch weiter hinauf. Wir haben gerade andere Reisende getroffen aus der Schweiz, die seit einem Monat unterwegs sind und kein Zurückseildatum haben. Und die Gleitschirm fliegen. Genau, ja. Ja, und da gibt es hier eben einen Ort, einen offiziellen Gleitschirmflugplatz, wo sie wegfliegen können. Das ist ganz cool.
Perfekt. Perfekt. Und dieser Ausblick, man fühlt sich so wie in einem Flugzeug. Mhm. Im Landeanflug oder im Wegflug. Wir haben ja vor 3 Wochen eine SIM-Karte gekauft mit 25 GB pro Monat, Mindestlaufzeit 2 Monate. Und wir haben jetzt die 25 GB für dieses Monat schon fast aufgebraucht. Das heißt, wir müssen wieder so 5 Tage warten, dann beginnen die neuen 25 GB. Aber wir werden Italien schon in ein paar Tagen verlassen und wir haben jetzt die anderen Reisenden getroffen, die noch keine SIM-Karte haben und uns gefragt haben, wie wir das denn machen. Und ja, wir werden ihnen jetzt unsere SIM-Karte schenken mit 25 GB, weil wir können sie nicht mehr brauchen. Sie können sie auf jeden Fall brauchen. Und wir werden sie fragen, ob sie dafür ein bisschen Butter haben, weil wir haben keine Butter und wir hätten gern eine zum Kochen. Wir können uns aufgrund der Temperaturen keine 250 Gramm Packung kaufen. Ja, die würde dahin schmelzen wie nichts. Mit 25 GB, glaube ich, kann man sich alle unsere Videos in geringster Qualität halt anschauen. Aber Also wir schenken ihnen die SIM-Karte mit Bedingungen, dass sie unsere Videos anschauen. Ja. das Gelb passt super mit den ganzen Gelb. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Wir verpuffern noch unser letztes Internet. Ja. Und Champion. Dann ein Kakao. Und so schöner Ausblick. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, werte Kollegen. Freuen uns schon auf den Ausflug morgen früh. Und ja, gute Nacht. Gute Nacht. All those glowing lights are lost in the night we used to love. Guten Morgen. When we turn ourselves to sleep, where am I and all I need? Thought that I would make them mine. Have we failed to get this right? Have I failed to get this right? Wake me up. Ich bin bereit. Du musst noch die Sachen runternehmen. Geht. Also in dem Ausblick. Ich mache gerade Untertitel und der Daniel hat was ganz Tolles zu essen gezaubert. Zeig mal. Oh, mit Couscous.
Oh, ist toll. Couscous aux légumes. Ah, ja, fast. Au légumes. Aux légumes. Mit? Aux très légumes. Très légumes. Sie gehen einmal auskundschaften, wie der Wind ist und wo es einen guten Platz gibt zum Wegstarten. Wir schauen jetzt, ob die beiden einen guten Platz gefunden haben und ob der Wind passt. Und vielleicht können wir ihnen ein bisschen beim Fliegen zuschauen. Das wäre ganz cool. Und beim Vorbereiten. Das ist der Platz, von dem man gut starten kann. Und da ist jetzt auch ein anderer hergekommen, der auch von da starten will. Did we bring this to an end? Ganz einfach. Wouldn't be the thing I tend to say. Christoph und Klaus haben ihren Standort mit uns geteilt und der war genau zwischen uns und Ätna und wir wollen morgen zum Ätna. Das heißt, wir bleiben jetzt noch eine Nacht mit ihnen da am Meer in Broccoli, also wie Broccoli mit U. Wirklich auch ein ganz, ganz schöner Platz gleich am Meer. Morgen geht es dann zum Ätna. Wir waren jetzt noch bei den Abendessen und das Meer hier ist so spiegelglatt, wirklich wie ein See. Es ist ganz, ganz windstill und ganz schön. Es hat jetzt 12 Grad draußen, aber die Nacht ist sehr, sehr klar. Ja, es wird sicher noch kälter. Und wir haben jetzt seit langem das erste Mal wieder die Standheizung eingesteckt. Wir waren jetzt lang genug im Schlafsack und jetzt können wir uns wieder mal zum Schlafsack rausbewegen, strecken und nur noch zudecken. Standheizung genießen. Gute Nacht.